Mit diesem Limerick begrüße ich euch mit einem Grüezi, Servus und Hallo zu unserer Motorradreise nach Irland. Je nach Reiseziel kann die An- und Rückreise kürzer oder länger ausfallen. Und häufig gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Zielort zu gelangen. In unserem Fall haben wir uns für die Route über Frankreich bis nach Cherbourg entschieden, wo wir dann die Fähre nach Rosslare nehmen werden. Hierfür haben wir 3 Tage eingeplant. Kurz nach der Grenze zu Frankreich entscheiden wir uns spontan, die 900 Kilometer lange Strecke bis nach Gand in einem Stück unter die Räder zu nehmen. Die Idee dahinter ist, 2 Nächte in Gand zu verbringen und morgen ohne Gepäck einen Abstecher zur Küste der Normandie zu machen. Dort möchten wir einige Sehenswürdigkeiten zum D-Day besichtigen, der sich dieses Jahr zum 80. Mal jährt. Und so beginnt Tag 2 mit einer kurzen Fahrt zum Utah Beach, wo wir uns als erstes das Musée de Débarquement de Utah Beach anschauen wollen. Der knapp 5 Kilometer lange Utah Beach war einer der 5 Strandabschnitte, an denen die Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie landeten. Das Ziel der Operation Overlord und des D-Days war es, den Krieg ins Zentrum des Deutschen Reiches zu tragen und es zur Kapitulation zu zwingen. Das Museum würdigt alle Soldaten, die ihr Leben für unsere Freiheit riskiert oder verloren haben. Es bietet einen Einblick auf den Ablauf der Landung am Utah Beach Sektor. Star des neuen Museums ist ein Originalbomber B-26, der in einer eigens für ihn erbauten Halle ausgestellt ist. Im Anschluss fahren wir zuerst nach Sainte-Mère-Église, ein kleines Städtchen, welches berühmt wurde, weil sich am Kirchturm der Soldat John Steele während der Operation Overlord mit seinem Fallschirm verfing. Danach geht es zum Denkmal am Omaha Beach. Zum amerikanischen Soldatenfriedhof Omaha Beach in Colville-sur-Mer und zum Schluss zur Batterie in Langes-sur-Mer, die einzige deutsche Küstenbatterie des Atlantikwalles mit noch erhaltenen Kanonen. Am 3. Tag fahren wir entspannt nach Cherbourg und verbringen die Zeit bis zur Abfahrt im Museum La Cité de la Mer, welches am Hafen liegt. Im Museum selbst kann man unter anderem ein Atom-U-Boot besichtigen. Die Redoutable, so der Name des U-Boots, war das erste nuklear betriebene U-Boot Frankreichs und wurde 1971 in Dienst gestellt. Es hatte unter anderem 16 Raketen mit atomaren Sprengköpfen an Bord. 1991 wurde sie außer Dienst gestellt und ist seit 2000 in der Cité de la Mer als Museumsboot ausgestellt. Doch nun ist es an der Zeit, unser eigentliches Ziel Irland anzusteuern. Die Fähre liegt schon am Hafen und wartet auf uns. Es dauert auch nicht lange, bis unser Motorrad im Bauch des Schiffes verschwindet und wir Cherbourg hinter uns lassen.
Während wir in unseren Kojen von den kommenden Abenteuern träumen, steuert unsere Fähre Irland entgegen. Gegen Mittag erkennen wir schemenhaft in der Ferne die Küste und es dauert dann auch nicht lange, bis wir die Fähre verlassen dürfen. Willkommen in Irland. Am ersten Tag auf der Insel wollen wir es ruhig angehen und uns an das Land, den Fahrstil bzw. die Fahrseite und das Wetter gewöhnen. Vor uns liegt eine kurze Etappe von etwas mehr als 100 Kilometer, die uns nach Waterford führen wird, wo wir unsere erste Nacht in Irland verbringen werden. Bevor wir aber unser Zielort erreichen, legen wir einen Halt bei der Tintinparva Abbey, eine ehemalige Zisterzienserabtei im County Wexford. Das Kloster wurde im Jahre 1200 oder 1203 auf ein Gelübde der einer Seenot entgangenen William Marshall gegründet und mit Mönchen aus dem walisischen Tintern Abbey besetzt. Nach der Auflösung wurde sie an Anthony Colclough verliehen, dessen Familie die Kirche stark veränderte. Seit den 1960er Jahren wird die Anlage vom Staat verwaltet. Einige Kilometer südlich des Klosters liegt auf einer Halbinsel der imposante Hook Lighthouse. Im 13. Jahrhundert wurden hier von Mönchen ein Leuchtfeuer errichtet und ist damit eines der ältesten in Europa und vor allem das älteste in Irland. Erst um 1790 bekam der mehrfach erhöhte und erweiterte Turm, dessen Mauern aus Kalkstein bestehen, eine feste Laterne. Die Leuchtturmspitze wurde 1810 auf das bis zu 3 Meter dicke Grundmauerwerk aufgesetzt. Wir verlassen Hook Head und steuern das naheliegende Dorf Ballyhogue an. Von dort aus kann man mit einer Fähre nach Passage East übersetzen und so auf direktem Weg nach Waterford fahren. Nachdem wir dort unsere Unterkunft bezogen haben, beschließen wir unseren ersten Abend in Irland in einem gemütlichen Pub bei einem traditionellen Essen und einem Pint Guinness. Unser mittlerweile 5. Reisetag führt uns heute weiter entlang der irischen Südküste. Wenn alles wie geplant verläuft, werden wir heute endlich den berühmten Wild Atlantic Way erreichen. Diese touristische Route wird uns entlang der irischen Westküste über eine Länge von mehr als 2600 Kilometern von Kinsale bis zur Grenze Nordirlands begleiten und uns hoffentlich zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Insel führen. Wir sind gespannt. Als Whisky-Liebhaber, die bisher vor allem dem schottischen Single Malt zugetan waren, hatten wir uns fest vorgenommen, in Middleton bei der Middleton Jameson Distillery einen Halt einzulegen. Gegen Mittag steuern wir das Besucherzentrum der Brennerei an und lassen uns während einer sehr interessanten Führung in die Welt und Geschichte des irischen Whiskys oder wie man auf Gälisch sagt, Ishkabaha, dem Wasser des Lebens einführen. Ein sehr zurückhaltendes Tasting, schließlich sind wir ja mit dem Motorrad unterwegs,
weckt unser Interesse an dieser Art von Whisky. In den folgenden Tagen werden wir daher ohne Zweifel in den Pubs den einen oder anderen Whisky genüsslich probieren. Es ist schon früher Nachmittag, als wir Middleton verlassen. Dabei haben wir erst knapp die Hälfte der heutigen Tour hinter uns gebracht. Nächstes Ziel, die Halbinsel Old Head. Eine kurze Fährüberfahrt darf nicht fehlen und schon bald sind wir am Old Head, unserem Startpunkt für den Wild Atlantic Way. Hier befinden sich der Old Head Signal Tower und das Lusitania Museum, das an den tragischen Untergang der RMS Lusitania erinnert, die am 7. Mai 1915 von einem deutschen U-Boot versenkt wurde. Wir setzen unsere Fahrt fort, wollen wir doch heute noch das kleine Dorf Union Hall erreichen. Die wunderbare Landschaft und das sonnige Wetter verleiten uns ständig, einen Fotostopp einzulegen. Doch schlussendlich erreichen wir Union Hall und beziehen dort ein kleines, aber sehr feines Bed and Breakfast mit Aussicht über die Meeresbucht. Und keine Sorge, auch den heutigen Tag beenden wir während einem wunderschönen Sonnenuntergang mit einem köstlichen irischen Bier. Ein neuer Tag bricht an. Nach einem gemütlichen Frühstück packen wir das Motorrad und verlassen unser Bed and Breakfast. Vor uns liegen etwa 250 Kilometer, die uns von Union Hall über die Halbinsel Misenhead führen. Diese hat die Form von 2 Fingern, von denen der nördliche Sheep's Head genannt wird. Über den Priestley Pass gelangen wir schließlich nach Killarney, das für die nächsten 3 Tage unsere Basis sein wird. Nach knapp einer Stunde Fahrt erreichen wir die Kleinstadt Ballydehob und legen bei der 1886 eröffneten Eisenbahnbrücke mit ihren markanten 12 Bögen eine kurze Pause ein. Kurz darauf sind wir bereits auf der Halbinsel Misenhead
und fahren entlang der Küste zum gleichnamigen Aussichtspunkt. Dass der Maisenhead zu den vielbesuchten touristischen Attraktionen in Irland gehört, erkennt man am großen Parkplatz und den vielen Bussen und Wohnmobilen. Ganz am Ende der Landzunge steht ein eher unspektakulärer Leuchtturm, der jedoch nur über eine 52 Meter langen Brücke, die in schwindelerregender Höhe über einen tiefen Felseinschnitt führt, erreicht werden kann. Zu Fuß benötigt man etwa 10 Minuten zum Leuchtturm. Der Zugang kostet jedoch 7,50 €. Wir begnügen uns mit einem Blick aus der Ferne, dass sich am Horizont dunkle Wolken zusammenziehen und Regen ankündigen. Über kleine, schmale Straßen setzen wir unsere Fahrt fort. Der Regen entpuppt sich als kurzer Schauer, so dass wir die Reise trocken fortsetzen können. Wir nähern uns langsam der nächsten Landspitze, dem Sheep's Head. Leider ist der Leuchtturm nur in einem 30-minütigen Fußmarsch auf schmalen Wanderwegen zu erreichen. Dies ist in Motorradklamotten für uns nicht spaßig, daher verzichten wir auf die kleine Wanderung. Doch schon vom Parkplatz aus hat man eine großartige Aussicht und es gibt ein kleines Café. Dort werden wir von einer gefräßigen Möwe argwöhnisch beobachtet, während wir Kuchen und Kaffee genießen. Kaum haben wir das Motorrad bestiegen, beginnt es erneut zu tröpfeln. Wir hoffen, dass dies nur ein kurzes Intermezzo sein wird. Doch leider erfüllt sich unser Wunsch nicht. Regen und Wind nehmen zu und die Fahrt wird etwas ungemütlicher. Zwischenzeitlich hatte der Regen nachgelassen. Doch als wir die Passstraße zum Priestley, der eine Höhe von 463 Meter über Meer hat und der höchste Pass in der Region Munster ist, in Angriff nehmen, öffnet der Himmel seine Schleusen, begleitet von Blitz und Donner.
Ein Erinnerungsfoto darf aber trotzdem nicht fehlen. Bis zum Moles Gap, ein weiterer kleiner Gebirgspass, bleiben die Kameras im Trockenen. Von hier aus machen wir uns nun endgültig auf den Weg nach Killarney. Vor uns liegt die Stadt Killarney, wo wir für die nächsten 3 Tage ein Apartment gemietet haben. Von hier aus wollen wir in den kommenden Tagen die Gegend erkunden und unter anderem den Ring of Kerry, den Ring of Burra und die Dingle-Halbinsel befahren. Dies und vieles mehr seht ihr im nächsten Teil. Abonniert also unseren Kanal. Aber halt! Dachtet ihr, dass wir dieses Kapitel so beenden? Wir sagen Prost und bis bald!